Talk mit Tees. Absolutely Fabulous ist eine Kultserie weltweit. Die beiden Diven, die sich am liebsten in der High Society herumtummeln. Am Donnerstag kommt jetzt der Kinofilm in die deutschen Kinos. Und es spielen auch einige prominente kleine Rollen. Emma Bunton, Kate Moss und Topmodel Jourdan Dunn. Die wird in der deutschen Version synchronisiert von Conchita Wurst. Hallo nach Berlin. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Ja, sehr gerne. Kriegst nicht so oft Einladungen, ne? Da freut man sich natürlich, wenn was des Weges daherkommt. Ich freue mich über jede Einladung. So, diesmal als Synchronstimme wieder in diesem Film Absolutely Fabulous. Also mal, du kommst ja kaum noch zum Singen. Erst hier die russische Schneeeule da in Pinguino von Madagaskar, jetzt Absolutely Fabulous. Naja, also da ist ja sehr, sehr viel Zeit dazwischen, aber es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht und ich habe mich auch sehr gefreut, dass ich ein Angebot bekommen habe, denn ich bin riesen Absolutely Fabulous Fan und ich hatte eine Einladung, jetzt muss ich ein bisschen angeben, ich hatte eine Einladung für die Premiere in London, da konnte ich nicht hin, da war ich sehr, sehr traurig, aber ich wusste ja, ich habe meine kleine Zehe in der Tür, weil ich dieses wunderschöne britische Topmodel synchronisieren darf. Jourdan Dunn, die wahnsinnig schön ist. Riesengroß, erfolgreich. Wir haben wenig gemeinsam. Die du natürlich kanntest, oder? Ich musste erst zweimal lesen. Diese Jourdan Dunn, die wird ja auch noch so cool geschrieben, mit wie jour auf Französisch, mit OU. Ich kannte die überhaupt nicht, aber du natürlich als Modeexpertin kennst du. Ja, ich kannte die und habe mich natürlich auch bisschen vorbereitet. Ich habe mir schon ein paar Interviews angeguckt, weil es ist ja das eine, wie wir schon besprochen haben, hatte ich ja diese Schneeeule gesprochen, die ja ein fiktiver Charakter ist. Ja. Somit hat man ein bisschen mehr Freiheiten, den auch ein Stück weit für sich zu interpretieren und neu zu erfinden. Aber eine existierende Person neu zu erfinden, ist ein bisschen schwierig. Das heißt, ich habe wirklich versucht, natürlich den Inhalt, aber auch ihre Sprachmelodie und ihr Wesen, so gut es mir ging, auch zu übersetzen. Ja. Bin natürlich kein Vollprofi. Ich habe das ja noch nicht so oft gemacht, aber ich habe es sehr ernst genommen. Das heißt, wie spricht die? Also ich meine, was waren so die 2, 3 Vorgaben, die du dir selber gegeben hattest? Also zum einen mal die Tonhöhe meiner Sprechstimme, denn ich habe für eine Frau natürlich eine relativ dunkle Stimme. Am Ende des Tages bin ich ja auch noch ein Mann mit Perücke. Ja. Aber mit einer erstaunlich hohen Stimme für einen Mann natürlich. Für einen Mann eben auch, aber ich bin so zwischendrin. Insofern passt das ja. Insofern passt das ganz gut. Das habe ich mir natürlich ein bisschen vorgenommen und auch darauf geachtet. Aber gerade auch, was ihr Tempo anbelangt. Weil wenn man das jetzt im direkten Vergleich zum Singen stellt, das ja auch in einem Tonstudio stattfindet in erster Instanz, dann hat man da ein bisschen Freiheit, was das Timing betrifft und das Tempo und die Interpretation. Aber wenn Jourdan den Mund aufmacht, dann muss ich den auch aufmachen. Und das sind eben so diese 2 Kriterien, die ich versucht habe, so gut als möglich hinzubekommen. In welcher Serie würdest du denn gerne mal mitspielen, auch direkt? Also Absolutely Fabulous, der 2. Film, bist du sicherlich dabei, du drängst dich da ja rein. Ich hoffe, ja, da muss man auch ehrlich sein, ich bin da so penetrant, dass das ja auch gar nicht anders geht. Und wenn ich nur den Kaffee koche am Set. Aber das würdest du nicht wirklich machen, oder würdest du es echt machen? Ich würde alles tun, um in Gegenwart von Joanna Lumley zu sein. Aber die sagen sich dann irgendwie, da kommt die bärtige Diva, die nimmt all die Aufmerksamkeit von uns. Nein, bitte nicht. Holt uns einen armen Schlucker, der Kaffee kocht für uns. Das wage ich zu bezweifeln, aber vielen Dank für das versteckte Kompliment. Aber ich bin auch ein riesen Jane Fonda-Fan und die hat ja auch mit Lily Tomlin die 2. Staffel Grace and Frankie abgedreht. Das würde mich auch sehr, sehr reizen und sehr viel Spaß machen. Die du ja getroffen hast, Jane Fonda, auch mal in Cannes. Ihr seid doch mittlerweile ganz dicke miteinander. Ich erzähle die Geschichte gerne so, ja. Sie hat wahrscheinlich keine Ahnung, wer ich bin. Also kurz erzählt. Aber ihr habt schon miteinander geschnackt. Ja, wir wurden uns vorgestellt. Sie hat mich von oben bis unten angeguckt. Wo war das, auf dem roten Teppich in Cannes? Oder am wo war roten das? Teppich in Cannes, genau. Bei der AMFA-Gala vor 2 Jahren. Und sie hat mich von oben bis unten angeguckt und hat gemeint, interesting. Echt? Und das war's. Das war unsere Konversation. Aber ich habe mich sehr gefreut. Also wie man auch merkt, bin ich wahrscheinlich glücklicher darüber als Sie. Aber in dem Augenblick, ich meine, mittlerweile überrascht dich wahrscheinlich nichts mehr, aber wenn da ein großer Fernsehstar, Filmstar steht vor dir, guckt dich an und sagt, interesting. Was hast du gedacht in der Sekunde?
Ich habe es sofort als Kompliment aufgefasst. Ah, okay. Also sie hätte sich ja auch, wie soll ich sagen, es war ja auch sie hat mich ja schon von Weitem gesehen, das habe ich ja gemerkt. Also man hätte, an ihrer Stelle hätte sie nicht mit mir sprechen wollen, natürlich einfachst den Rücken zu mir drehen können und damit wäre nicht einmal dieses Gespräch zustande gekommen. Und insofern, habe ich mich sehr gefreut, dass ich eine Audienz bekommen habe und auch ein Interesting kassiert. Aber jetzt kann ich dir sagen, dieses Interesting war, glaube ich, nicht positiv gemeint, wenn du mich fragst. Jemand, der sagt, Interesting, das kann nicht positiv sein. Das hast du dir in deiner Fantasiewelt alles nur so zurechtgelegt. Das sage ich auch immer, wenn mir was nicht schmeckt. Sage ich auch immer, ja, schmeckt interessant. Ja. Na, natürlich fand sie es nicht toll, das habe ich auch an ihrem Blick gemerkt, aber es ist Jane Fonda, who cares? Ja. Aber hast du dich nicht danach nochmal an sie rangearbeitet, um sie dann davon zu überzeugen, dass du ein ganz wunderbarer Mensch bist und dass das auch für sie eine tolle Begegnung wäre? Nein. Hast dich nicht getraut? Nein, das hätte ich mich nicht getraut. Nein. Ja, diese Welt dann mit diesen ganzen Filmschauspielern in Cannes, die dann auch noch alle abgesichert sind durch irgendwelche Security und so weiter, das ist schon eine merkwürdige Welt, oder? Oder bist du da mittlerweile ganz zu Hause? Es ist schon auch ein Stück weit ein Spiel. Also ich denke, gerade auch wie in Ab Fab natürlich offensichtlich thematisiert wird, diese Oberflächlichkeit, diese exzentrischen Frauen, die sich selbst als Mittelpunkt des Universums betrachten. Mhm. Das ist natürlich sehr, sehr lustig anzugucken, aber in Wahrheit gibt es diese Frauen tatsächlich. Das ist natürlich überspielt und überspitzt und aufgeblasen und mit HD-Kamera gefilmt, aber es ist nicht gelogen. Und das ist auch der Grund, warum es so wahnsinnig lustig ist. Weil ich bin solchen Menschen begegnet und ich durfte auch schon ein bisschen in diese Modewelt schnuppern und habe auch schon einige Fashion-Shows miterlebt. Denn du hast ja Modeschule damals auch gemacht, ne? Ich habe eine Modeschule auch abgeschlossen, gemacht, genau. Ich habe die auch abgeschlossen. Das ist eigentlich alles, was du jemals gelernt hast eigentlich, ne? Das ist nur das, ja. Ich habe nur gelernt, wie man eben ein Kleidungsstück von der Pike auf fertigen kann. Mehr kann ich nicht. Ja, aber und deswegen liebe ich auch diese Serie, diesen Film, die eben mit diesen Klischees spielen und aber auch dem Zuseher ermöglichen, einen Schritt zurückzutreten und auch darüber nachzudenken. Manchmal kommt man nämlich in die Situation, dass man sich nicht wirklich traut zu lachen bei Absolutely Fabulous, weil es einfach so knallhart ist und manchmal die bittere Wahrheit. Und das finde ich aber so toll, weil als Zuseher man die Möglichkeit hat, mit sich in Dialog zu treten und sich zu fragen, warum habe ich da jetzt eigentlich nicht gelacht oder warum finde ich das nicht in Ordnung? Ja. Und gibt es solche Menschen wirklich? Und das ist das Brillante an Jennifer Saunders, die diesen Film geschrieben hat. Es hat einfach bei allem Humor und Klamauk einfach doch wirklich wahnsinnig viel Tiefe. Eine Fernsehserie, die bei uns in Deutschland so viele gar nicht gesehen haben werden. Denn die lief wirklich nur auf, ich glaube ganz am Anfang mal auf Premiere, dann teilweise auf 1 Festival. Also viele können mit dieser Serie gar nichts anfangen. Aber du schön wahrscheinlich die ganze DVD-Staffel am Sonntagnachmittag einfach durch die Nase eingesaugt, oder? Natürlich. Ich kenne jede Folge. Ich habe die Staffeln zu Hause. Natürlich ist es. Ich atme Eddie und Patsy. Und Patsy ist auch die Frau, die ich werden möchte, wenn ich alt bin. Ah. Aufgrund welcher Eigenschaften? Für alle, die die beiden eben noch nicht kennen. Diese Frauen sind, wie soll ich sagen, also über allem steht ja eine tiefe, tiefe Freundschaft. Deswegen macht es diese Charaktere bei aller Gehässigkeit wirklich extrem liebenswert. Sie halten zueinander, sie stehen füreinander ein und auch, um kurz noch abzuschweifen, gibt es auch eine Mutter-Tochter-Geschichte in diesem Film, die alles andere als richtig verläuft. Aber es gibt immer wieder Szenen, wo man merkt, wenn es ans Eingemachte geht, ist es Familie und ist es Freundschaft. Und das finde ich einfach toll, dass sie sich furchtbar benehmen und alle Dinge machen, die verboten sind, ist klar, aber in meiner Vorstellung macht das einfach wahnsinnig viel Spaß. Das wäre ein Ansatzpunkt gewesen für dich und Jane Fonda, dass du ihr gesagt hättest, oh, I saw you in Absolutely Fabulous oder in Ab Fab, wie ihr Fans ja sagt. You were terrific, Jane. Verstehst du? Und wenn die so angeschmeichelt werden, da können die ja gar nicht anders, als dann plötzlich sich zu öffnen. Das merke ich mir. Ja, dann hättest du mehr als ein Interesting bekommen. Sollte ich irgendwann Barbra Streisand treffen, mache ich genau das. Ach, natürlich, Barbra Streisand. Hör mir auf mit Barbra Streisand. Ich habe ein wunderbares Theaterstück gesehen, wo wirklich einer bei Barbra Streisand in ihrem Haus angestellt wird. Und zwar im Keller, irgendwo in Kalifornien. Da hat sie doch dieses Riesenhaus. Da hat sie mal einen ganzen Bildband auch darüber gemacht, dass sie bei sich im Keller eine ganze eigene Mall
gebaut hat. Da ist ein Angestellter, der wartet darauf, wenn Barbara mal Lust hat, bei sich im Keller shoppen zu gehen, dann geht sie durch diese ganzen verschiedenen Läden, die da unten sind und kann ein bisschen was kaufen. Kennst du diesen Bildmann? Nein, den kenne ich nicht. Nein, den gibt es aber wirklich. Ja, das habe ich mir gedacht. Ja, aber auch eine total kranke Geschichte. Die hat eine eigene Mall im Keller. Nur für sich selbst. Und das meinte ich damit. Also natürlich ist der Film überspitzt, aber wir sehen hier am lebenden Objekt, dass es das tatsächlich gibt. Welches Geschäft würdest du als erstes bei dir im eigenen Keller bauen lassen, wo du dann ab und zu mal einkaufen gehen kannst, auch Mitternacht? Das klingt jetzt wahrscheinlich blöd, aber ich denke, ich hätte wahrscheinlich einen Italiener. Ich esse wahnsinnig gerne. Ach, musst du auf deine Figur achten? Ich meine, du hast doch diese unglaublich dünnen, schlanken Beine und alles. Vielen Dank. Nein, und jetzt werden mich alle hassen. Nein, ich muss tatsächlich nicht darauf achten, was ich esse. Und deswegen kann ich auch italienisch essen um 3 Uhr in der Früh. Und das würde ich dann tun, hätte ich ein italienisches Restaurant im Keller. Das war schon immer so. Jetzt ist nur die Frage, wird das auch immer so bleiben? In meiner Wunschvorstellung schon. Pass mal auf, dass du die Figur beibehältst, denn ich versuche es. Ja, am Ende ruft dich Ricky Martin nicht mehr an. Den habe ich, mit dem bin ich fertig. Das ist eine ganz andere. Ich dachte, ihr seid auch schon irgendwie ganz groß. Ich denke, wir hatten eine kurze Liaison. Das hat von meiner Seite aus so nicht funktioniert. Ich konnte mit seinen Kindern nicht umgehen und bin dann gegangen. Wie Liaison? Jetzt mal ohne Witz. Ich wusste nicht, das ist natürlich ein Scherz. Das ist so weit war bei euch. Das ist natürlich ein Scherz. Ja, das sagst du jetzt in Wirklichkeit. Nee, aber das war lustig. Ricky Martin hat aber mal versucht, dich zu kontaktieren. Was wollte der denn? Na, nicht nur versucht. Wir haben uns innerhalb von einem Tag 2-mal verabredet. Aha. Also ich war in Australien und er auch und an einem Tag ist eigentlich ist es nicht gelungen. Also wir waren beide in Australien, er hat ein Konzert gegeben, zu dem wurde ich eingeladen, wir haben uns Backstage unterhalten und das war total nett. Und am nächsten Tag waren wir wieder auf der gleichen Veranstaltung und ich wurde von seinem Management abermals gebeten, ob ich denn nicht kurz vor der Show noch in seine Suite kommen wollen würde. Yeah. Und ich dachte mir, ja, wenn man helfen kann. Und bin dann dort rauf und habe mir im Lift gedacht, so, was könnte der jetzt wollen von mir? Jetzt haben wir es doch gestern schon gesehen. Und ich dachte mir, ja, er wird mich wahrscheinlich fragen, ob ich ihn heiraten möchte. Das ist die einzige logische Erklärung. Tatsächlich bin ich dann dorthin und es war, er meinte dann zu mir, wir haben gestern nur mit deinem Handy ein Foto gemacht und nicht mit meinem. Und deswegen wurde ich dann nochmal hochgebeten und dann haben wir ein Foto gemacht und das hat er dann gepostet und dann waren wir alle glücklich. Oh, was für ein Snob, der hat dich extra antanzen lassen, damit er noch ein Foto mit dir machen kann. Ja, aber es ist Ricky Martin. Ja, gut, also da sind wir uns jetzt auch mal unter uns. Da sind wir uns jetzt ehrlich. So schön wie der ist, da wäre ich 5-mal den Lift rauf und runter gefahren. Ja, aber der muss zu dir kommen eigentlich und nicht umgekehrt. So sieht das aus. Ein Charmeur bist du. Ein Charmeur. Ja, aber ist doch so, Sweetie Darling. Ist doch so. Sweetie Darling. Wie laufen eigentlich die Shows zurzeit? Neulich hat in Berlin mal jemand geschrieben, ja, Conchita traut sich noch nicht, ein Konzert mit einem eigenen Stück zu eröffnen, obwohl sie doch das Repertoire mittlerweile hat. Der war richtig enttäuscht. Das ist so nett, weil eigentlich eine Kritik eigentlich ein Kompliment ist. Also ich finde das total entzückend. Ich würde nicht sagen, dass es eine Frage von Trauen ist, es war nur ein anderes Konzept. Ich wollte mit meiner Show, die ich damals eben auch in Berlin gemacht habe, die Tour, die ich im Frühjahr hatte einfach das Konzept, dass ich meine Geschichte erzähle, durch Musik. Und da muss ich mit Shirley Bassey beginnen, weil ich bin mit Shirley Bassey aufgewachsen und nicht mit You Are Unstoppable. Und deswegen war das für mich ein in sich geschlossenes Konzept. Aber ich sag dir ganz ehrlich, wenn ich einen tollen Sänger erleben möchte, ich will keine Coverversion. Ich will überhaupt Herz. Ich will nie Coverversion. Ich will immer nur die Originalsongs von dem Künstler. Die kommen ja dann auch. Ja, ne? Das ist ja nicht, es geht ja alles. Warum muss ich mich einschränken? Es gibt keine Regeln. Ich mache, was ich will. Das ist dein Leben. Es gibt keine Regeln. Du schreibst mittlerweile selbst. Du warst sogar in einem Songwriter-Camp. In vielen sogar. Ja. Wie läuft's denn da inzwischen? Es läuft sehr gut, vielen Dank der Nachfrage. Ich habe vor einem Jahr begonnen, selbst Musik zu schreiben und musste mir auch ein bisschen ein Selbstbewusstsein antrainieren. Okay. Denn ich bin nicht zwingend mein größter Fan, deswegen bin ich auch sehr hart zu mir selbst und versuche natürlich qualitativ Hochwertiges zu produzieren. Und habe eben im Laufe der Zeit von startend alleine zu schreiben, eben dann mit anderen Menschen begonnen zu schreiben. Und ich bin sehr glücklich, dass wir schon viele schöne Lieder
geschrieben haben und komponiert haben. Es wäre aber gelogen zu sagen, wenn ich das Album schon fertig hätte, weil das ist es nicht, aber ich bin mittendrin und es ist immer noch wahnsinnig spannend und aufregend, über mich so viel zu lernen von zum Beispiel Musikrichtungen, die ich nun singen könnte, von denen ich nie gedacht habe, dass ich das mal machen werde. Wie zum Beispiel? Ja, das ist... Was ist denn? Ich habe sogar Rap versucht, aber nein, das funktioniert nicht, um so weit zu gehen. Ja. Oh, Rap. Und dann noch auf Österreichisch, oder? Nein, um Gottes Nein, Willen. Nein. Wenn schon American, so. American Style. Of course. Okay. Songschreiben, wie schwierig ist das? Man hat ja so viele Vorbilder, die für einen geschrieben haben und die sind natürlich alle sensationell. Dann probiert man das so als ganz noch frischer Künstler im Songschreiberbereich und dann muss man irgendwas auch abliefern, was auch von den anderen so halbwegs akzeptiert wird. Wie leicht ist es dir gefallen? Gar nicht leicht. Also es ist mir aus vielerlei Hinsicht nicht leicht gefallen. Zum einen bin ich ein Mensch, der gut nach einem, gut nach einem Konzept arbeiten kann. Wenn ich weiß, was ich zu tun habe, dann mache ich das bis ins kleinste Detail. Wenn man mich hinsetzt und sagt, so und jetzt schreib, bin ich kurz mal überfordert, weil ich nicht weiß, wo fange ich an, wie ist die Struktur, was brauche ich, wie viele Strophen, wie lang muss das sein und all diese Dinge gehen mir durch den Kopf. Das habe ich dann relativ schnell abgelegt, als mir einmal ein Song im wahrsten Sinne des Wortes einfach aufs Papier gefallen ist. Also ich habe mich hingesetzt und reflektiert und gesagt, so, was beschäftigt mich momentan tatsächlich? Was beschäftigt mich? Wer bin ich? Was möchte ich sagen? Wo geht meine Reise hin? Wo komme ich her? Und plötzlich ging es. Ich habe, ohne darüber nachzudenken, einfach nur geschrieben und gesungen und hier gedreht und da geschraubt und das. Und plötzlich war es ein fertiges Lied. Und dann habe ich verstanden, so funktioniert das. Einfach machen. Und selbst wenn es nichts wird, auch diese Zeit muss man sich gönnen. Und es ist nach wie vor schwierig, denn was man selbst toll findet oder fertig findet, ist für viele andere eben nicht fertig oder toll. Da den Mittelweg zu finden, das ist dann wahrscheinlich, wie soll ich sagen, der nächste Schritt, nachdem man mal ein Grundgerüst eines Songs gebaut hat. Mit welchen Zeilen fing dieser Song an? Only the beauty should remain. Okay, das heißt... Also nur die Schönheit soll überbleiben. Das heißt... Die Schönheit soll, ja. Das heißt, das Thema, das dich beschäftigt hatte in diesen Tagen dort, war welches? Die Angst vor dem Alter. Nein, das ist eine sehr, sehr traurige Geschichte. Tatsächlich hat mich ein Todesfall in meiner näheren Umgebung so wahnsinnig berührt, einfach aus dem unfairen Grund, dass das junge Mädchen gerade mal 8 Jahre alt war. Und mich dieser Schmerz und dieses Leid so sehr mitgenommen hat und ich mich, um ehrlich zu sein, gefragt habe, warum berührt mich das jetzt so? Ich habe sie nicht gekannt, ich kenne nur die betroffene Person, von der ich eben diese Geschichte erzählt bekommen habe und habe reflektiert, was für mich Schmerz bedeutet, wie ich mit Schmerz umgehe. Warum berührt mich das jetzt so? Und das habe ich alles versucht, irgendwie in diesem Text zu verarbeiten und es wurde ein Lied, das hoffentlich dazu dient, auch ein bisschen Trost zu spenden, beziehungsweise habe ich das aus dieser Intention dann gemacht. Also das meine ich damit. Ich bekomme das kann man ja auch nicht planen. Also man weiß ja auch nicht, wann das klingt so wahnsinnig hässlich irgendwo, wenn man sagt, man wurde inspiriert dadurch. Aber es hat etwas in mir ausgelöst, das mir ermöglicht hat, dieses Lied zu schreiben. Und und das war halt einfach aus tiefster Ehrlichkeit und in erster Instanz als Trost für diese besagte Person, die eben diesen Verlust in seinem Leben hatte. Hat besagte Person denn dieses Lied auch schon zu hören bekommen? Ja, schon in einem sehr, sehr frühen Stadion und es war natürlich eine sehr, wie soll ich sagen, wie ich vorher gemeint habe. Also ich habe dieses Lied vorgespielt und es war natürlich... Und ihr wart wo, als du es vorgespielt hast? Das wird jetzt geradezu privat und persönlich, das möchte ich auch gar nicht sagen. Aber ihr wart zumindest im gleichen Raum und dann habt ihr es vorgespielt. So, vom Computer, PC, Laptop und so. Und ich habe auch einige Minuten gebraucht, um zu erklären, warum, wie, was und dass ich das nicht böse meine und ich hoffe, das ist nicht respektlos. Es ist nicht, dass ich jetzt hier ein Lied schreiben möchte, weil ich mir denke, das wäre ein Thema, das man bearbeiten könnte, sondern es ist einfach aus meinem tiefsten Inneren mir ein Bedürfnis gewesen, dieses Lied, wie soll ich sagen, als Anteilnahme an diesem Schicksal auch zu schreiben. Ja. Und welche Reaktion gab es?
Also das war natürlich ein sehr, sehr trauriger Moment und was wohl das Schönste war für mich zu hören, dass ich genau das gesagt und gesungen habe, was die Person sich seit eben diesem Schicksalsschlag denkt. Der Song wird dann auf dem nächsten Album auch drauf sein? Ich hoffe, dass dieser Song am nächsten Album ist. Tatsächlich habe ich ihn schon veröffentlicht letzten Dienstag als Demo-Version für meine Fans. Okay. Den gibt es auch auf YouTube anzuhören. Ach, guck mal, und er heißt wie? Blue Bloom. Blüte. Ja, genau. Der ist mir durch die Lappen gegangen. Das macht gar nichts. Das habt ihr gut geheim gehalten irgendwie. Das war tatsächlich ein Geschenk an meine Fans und nicht dafür gedacht, jetzt eine Single rauszubringen, denn dieser Song ist weit weg von fertig. Aber wie gesagt, meine Fans haben lange auf mich gewartet über den Sommer und deswegen wollte ich ihnen das zurückgeben. Also Conchita schreibt Songs jetzt auch selbst. Ich habe auch in der österreichischen Zeitung gelesen, hey, diesen Sommer wolltest du eigentlich 12 neue Welthits schreiben. Ja. Wie weit bist du? Ich arbeite daran. Bist du eigentlich in einer Situation, in der du als Conchita alles umsetzen kannst, was du willst? Oder du sagst, Nein. Leute, ich hätte jetzt mal Lust, das und das zu machen. Natürlich kann ich Wünsche äußern und ich möchte auch nicht jammern. Natürlich habe ich auch mit dem Sieg eine Position erlangt oder eine Stimme bekommen, der man zuhört. Das ist wahnsinnig toll, wenn man kreativ arbeitet, dass meine Ideen nicht irgendwie als Träumerei abgetan werden, sondern tatsächlich auch vielleicht verwertet werden in einem Konzept für ein Musikvideo oder eben in einem Songtext. Aber natürlich habe ich Grenzen. Also ich kann jetzt nicht Donatella Versace anrufen und sagen, ich möchte mit dir auf einen Café gehen. Aber Karl Lagerfeld könntest du anrufen. Nee, anrufen könnte ich ihn auch nicht. Auch nicht? Weil ich habe nicht seine Telefonnummer. Aber eben, ich weiß, ich gehe auch sehr, sehr vorsichtig mit diesem privilegierten Leben um und ich weiß, es ist nicht die Norm und ich gehöre zu einer geringen Gruppe an Menschen, die wirklich das tun dürfen, wovon sie immer geträumt haben. Aber nichtsdestotrotz gibt es Grenzen. Ja. Aber das ist ja auch gut, denn dann weiß man, wo man hinarbeitet. Ja. Es sind die Momente auf jeden Fall, in denen man merkt, ich kann doch nicht alles, was ich will, die einen ein bisschen Bodenhaftung verleihen. Das ist ja auch ganz gut. Denn was du nicht alles schon gemacht hast, ich meine, vorhin hast du es erwähnt, du hast im Opernhaus in Sydney gesungen. Ich meine, die Australier sind Eurovision verrückt, da wirst du mit offenen Armen aufgenommen. Das ist überwältigend natürlich auch für dich. Ne? Dann plötzlich das ist überwältigend. The Bearded Beauty, wie es in Australien hieß. The Bearded Beauty. So klingt ja auch schön. Wäre ein schöner Albumtitel übrigens auch. Bearded Beauty. Ja, aber das wäre sehr anmaßend von mir, als Bearded Beauty zu sprechen. Also das überlasse ich dann anderen. Gut, aber ja, Sydney war großartig. Also das war schon wirklich eine sensationelle Erfahrung, vor allem auch mit dem Sydney Symphonic Orchestra zu arbeiten. Das ist, wie soll ich sagen, das ist das A-Team der klassischen Musiker und das ist sowohl schmeichelnd als auch furchteinflößend. Hast du dich nach Russland eigentlich mal wieder so vorgewagt in den letzten 2 Jahren? Ich meine, die waren ja immer so ein bisschen kritisch und der eine Politiker hier, Zhirinovsky oder wie, hat ja auch gesagt, Conchita Wurst gewinnt auch noch den ESC. Das ist das Ende von Europa. Und jetzt guck, wie wir gerade stehen in Europa. Er hatte recht. Conchita, er hatte recht. Also in jeglicher Hinsicht bin ich nicht mächtig genug, um hier irgendwelche Gesellschaften durchzumischen. Und für eine negative Entwicklung lasse ich mir schon gar nicht den Schuh anziehen. Aber, dass dieser Mann das gesagt hat, hat mir damals echt ein Schmunzeln auf die Lippen gezaubert. Denn offensichtlich bin ich relevant und wichtig genug für ihn, dass er das für notwendig hält, zu kommunizieren. Also eigentlich muss ich ihm Danke sagen. Ja. Am Samstag ist Weltbarttag. Nein. Ja. Also ich freue mich für alle Bartträger, dass es einen Weltbarttag gibt, aber der tangiert mich wenig. Also ich weiß, kriege ich ein Geschenk dann am Weltbarttag? Dann würde ich den natürlich auch weiter kommunizieren. Aber ich sehe jetzt nicht so große Relevanz, dem nachzugehen. Was willst du denn für ein Geschenk? Keinen Rasierer. Auf jeden Fall. Aber so ein Bartpflegeprodukt, da sage ich nicht nein. Aber ab und zu kommt der Bart auch mal ab bei dir, ne? Der kommt ab und zu ab, weil ich tatsächlich auch immer noch eine große Leidenschaft fürs Verkleiden habe und dafür mich neu zu erfinden, in neue Rollen zu schlüpfen, neue Charaktere zu erfinden. Und nachdem es die Frau mit Bart schon gibt, muss für vieles andere der Bart ab. Aber du bist ja auch froh, wenn du einfach mal ein paar Tage in der Woche bist du ja einfach nur Tom. Ne, der dann einfach zu Hause ist und nicht eben als Conchita rumläuft. Wann war die letzte Situation, wo du einfach mal happy warst, dass du unerkannt durch Straßen gehen konntest?
weil du eben als Tom rumgelaufen bist. In Wien erkennen sie dich mittlerweile auch als Tom auf der Straße, aber außerhalb von Wien eben nicht so sehr. Wann war die letzte Situation? Ich glaube, wenn ich im Ausland bin und mit Künstlerfreunden einen trinken gehe und wir haben dann vielleicht ein zu viel getrunken und sind vielleicht etwas lauter in der Bar, dann bin ich doch sehr froh, dass niemand weiß, wer ich bin. Ja. Wo ist eigentlich die Wurst geblieben? Du bist Conchita jetzt vor allem. Ja, genau. Und nicht mehr Conchita Wurst. Wo ist die Wurst geblieben? Naja, ich orientiere mich da an Cher. Die heißt auch nur Cher. Und Stimmt. Madonna heißt auch nur Madonna. Und Beyoncé auch nur Beyoncé. Und dann dachte ich mir, ach, das mache ich jetzt auch. Cher, hat die dir nicht auch gratuliert damals zum ESC? Ja, tatsächlich hat mir Cher gratuliert. Das war In welcher Form? sie twittert ja aber leidenschaftlich Okay. gerne. Ja. Und hat auch an diesem Abend das, wie soll ich sagen, die Show verfolgt und hat mir via Twitter gratuliert. Sie hätte nur 2 Verbesserungsvorschläge, die da wären, ich habe einen schöneren Nachnamen verdient. Hier ist auch die Erklärung für die vorige Frage. Okay. Was Cher sagt, macht man. Und zum anderen wünscht sie mir eine schönere Perücke. Und auch das habe ich umgesetzt und jetzt bin ich Cher approved. Du hast eine bessere Perücke mittlerweile? Fällt den Leuten das auf? Ich glaube nicht, dass es vielen auffällt, aber Menschen, die beruflich oder mit Perücken zu tun haben, sehen, dass die Qualität doch ein bisschen angestiegen ist. Und wenn ist auch alles egal, Hauptsache Cher sieht es. Das ist doch das, was zählt. Cher ist schon wahnsinnig toll. Also allein, dass sie weiß, dass es mich gibt, erfüllt mich mit sehr viel Freude. Dann soll sie sich mal ruhig die deutsche Synchronisation anhören von von Absolutely Fabulous. Den gibt es jetzt im Kino und du sprichst das eine Model, das in diesem Film auftaucht. Conchita, hier bei uns in SWR 3. Dann vielen Dank. Bis die Tage mal wieder. Bis bald, Conchita. Ciao. Talk mit Tees.